Moin Leute, willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den Drift Miata. Und ich bin heute wieder auf einem Drift-Event, wieder in Meppen, wieder bei TB Motorsport. Und heute werde ich mal ein bisschen die neuen Upgrades austesten, die ich jetzt in den letzten Videos gemacht habe. Einmal Wasserkühler, Ölkühler und die ganzen Anzeigen. Zudem habe ich jetzt auch noch mal neue Reifen drauf. Ich hatte ja vorher 15 Zoller MRS-Felgen und jetzt bin ich hingegangen und habe einmal Serienfelgen gekauft. Hat da mal geguckt, ob es damit besser klappt, ob ich damit weniger Grip habe, beziehungsweise ob ich damit halt besser driften kann auf der Strecke. Und ganz am Anfang habt ihr schon gesehen, ich wollte einen Kreis um die Pylonen machen. Das hat nicht ganz geklappt, da wollte ich das im zweiten Gang machen, weil normalerweise mache ich die Kreise immer im zweiten Gang. Aber es hat nicht ganz geklappt. Dann habe ich im ersten Gang das Ganze versucht. Wie ihr sehen könnt, hat das einigermaßen gut funktioniert. Hier mache ich so ein paar Achten und an sich, das hat ganz gut geklappt. Die habe ich ein paar Mal gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, komm, das funktioniert hier ganz gut und dann fahre ich mal auf die Strecke. So, in der ersten Runde wollte ich erstmal hingehen und gucken, wie sich die neuen Reifen verhalten, beziehungsweise auch die neuen Felgen, also das ganze neue Setup. Sind halt kleinere Felgen, kleinere Reifen aber dafür neue Reifen. In der ersten Kurve habe ich schon gemerkt, okay, irgendwie habe ich doch ein bisschen mehr Grip, als ich eigentlich dachte, weil ich dachte, kleine Reifen und kleinere Querschnitt von den Reifen, dass das dann doch ganz gut quer geht. In der zweiten Kurve ging das dann ganz gut. Dritte Kurve habe ich dann auch versucht und wie man hier sieht, ich habe den nicht wirklich quer bekommen. Dritte Kurve, da habe ich auch wieder versucht quer zu gehen, hat auch nicht so wirklich gut funktioniert. Ich dachte, dass ich da eigentlich weniger Grip habe mit den Reifen, aber da habe ich ganz schnell gemerkt, dass das nicht so ist. In den letzten beiden Kurven genau das gleiche, der ging gar nicht quer. Ich habe versucht, Klatschkick zu machen, die Kupplung ist komplett durchgerutscht und dann ganz am Ende habe ich dann doch noch es irgendwie hingekriegt, quer zu gehen. So, ein paar Runden später habe ich dann Michel rausgeworfen, einfach um zu gucken, wie sich das Auto anfühlt, ohne mehr Gewicht, weil ich dachte, dass ich den nicht vernünftig quer kriege, weil ich mehr Gewicht drin habe. Ja, erste Kurve hat ganz gut funktioniert, zweite Kurve bin ich dann komplett über die Vorderachse geschoben und habe dann noch einen Klatschkick versucht, den quer zu kriegen und dann bin ich halt überdreht. Dann diese S-Kurve ganz am Ende, die hat dann auch noch an sich ganz gut funktioniert. Ich habe ein bisschen gemerkt, dass ich trotzdem noch über die Vorderachse schiebe und dass das halt die hinteren Reifen vom Grip her die vorderen Reifen overpowern. Sprich, wenn ich quer bin, rutschen die vorderen Reifen einfach so ein bisschen nach vorne weg, weil die hinteren Reifen sehr viel mehr Grip haben als die vorderen Reifen. In der letzten Kurve kann man jetzt gleich schön sehen, wie die hinteren Reifen, wie die einfach wieder Grip kriegen. Hier in der Rechtskurve hat das so ganz gut funktioniert. Dann wollte ich einmal umsetzen, bin noch am Gas geblieben, aber die hinteren Reifen haben einfach wieder Grip gekriegt und ich bin einmal auf Track gegangen, weil ich halt komplett gerade gezogen wurde. Danach habe ich mir gedacht, ich wechsle einmal die Reifen von den neuen Reifen zu den alten Reifen, die ich ganz normal auf der Straße halt ganz normal fahre. Und das hat auf Anhieb sehr, sehr viel besser geklappt, weil ich gehe mal davon aus, dass die Reifen, die ich ganz normal auf der Straße fahre, dass sie ein bisschen weniger Grip haben, weil die halt etwas älter sind, ein bisschen weniger Profile haben, die sind halt nicht komplett neu und somit haben die sehr viel besser geklappt als die Reifen, die ich halt neu gekauft habe. Die waren halt noch komplett frisch und hatten auch komplett allen Grip, den die haben konnten.
das ist jetzt die letzte Runde, die ich noch im Hellen machen konnte. Hier sieht man noch einmal die S-Kurve, die ich da ganz gut hingekriegt habe. Da habe ich einmal schön umgesetzt und hier bin ich auch relativ schön mal rausgekommen. Ich hätte, wenn ich jetzt im dritten Gang wäre und ich denke mal ein bisschen mehr Leistung hätte, hätte ich auch noch die letzte Kurve ganz schön mitnehmen können. Hier habe ich die letzte Kurve einmal gedriftet, aber die habe ich dann ungefähr ab der Fahne aufgehört zu driften. Deswegen sieht das auch ein bisschen abrupt aus, weil ab da sollte man nicht mehr driften und ja, da bin ich dann halt abrupt aufgehört. Jetzt haben wir hier einen kleinen Zeitsprung, einmal von der letzten Aufnahme zu der Aufnahme. Da sind ungefähr eine Stunde oder sowas vergangen, weil es gab auf der Rennstrecke einen Unfall und da musste halt erstmal das Auto weggeschafft werden, beziehungsweise die Strecke musste so ein bisschen umgeleitet werden, damit das Auto halt vernünftig geborgen werden kann und da keiner in Gefahr oder sowas ist. So, hier sieht man jetzt ganz gut, hier wurde es jetzt extrem dunkel. Von dieser Aufnahme zu der Aufnahme davor sind ungefähr 20 Minuten vergangen und es wurde sehr, sehr schnell wirklich, wirklich dunkel. Ich glaube, das ist jetzt so ungefähr 20:30 Uhr oder so oder 20 Uhr, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ja, man kann halt einfach nichts mehr sehen, deswegen zeige ich jetzt von diesem dunklen Clip bzw. von dunklen Aufnahmen zeige ich jetzt nicht viel, weil man kann halt extrem wenig sehen. Das Licht vom MX-5 ist auch echt schlecht und auf der Strecke war halt kein Licht. So, das Drift-Event ist jetzt ein paar Wochen her. Auf jeden Fall, ich werde jetzt zum nächsten Drift-Event. Ich denke mal, das nächste Drift-Event wird sich jetzt noch ein bisschen hinziehen, weil ich werde vorher noch ein paar Sachen machen. Eine hydraulische Handbremse will ich auf jeden Fall einbauen, die dann halt auch genau dann sperrt, wenn ich es möchte. Sprich, ich ziehe dran und dann sperrt die auf jeden Fall hinten komplett. Als zweites, nach der Handbremse möchte ich dann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Leistung haben. Sprich, irgendwas kommt noch rein, um auf jeden Fall mehr Leistung zu machen. Ich weiß, man kann mit den 115 PS oder 116 PS oder 110 PS, ich weiß nicht, wie viel der MX-5 jetzt gerade noch macht nach 30 Jahren, man kann auf jeden Fall mit den 110 PS ohne Probleme driften. Man kann das auch im Trockenen, im Nassen. Also es gibt genug Leute, die das in Europa, Amerika und überall auf der Welt und sowas machen. Ich möchte einfach immer Leistung da haben. Sprich, wenn ich eine Kurve drifte, möchte ich nicht da hängen und einfach zu wenig Leistung haben, um die nicht zu schaffen. Ja, deswegen, ich möchte einfach ein bisschen mehr Leistung haben. So ungefähr 200 PS, 230 PS. Irgendwo da in dem Feld, denke ich mal, wird das ohne Probleme reichen, um zu driften. Oder beziehungsweise wird mir reichen, um zu driften. Ja, das wird auf jeden Fall noch kommen und dann denke ich mal, habe ich erstmal zwei Sachen, die das höchstwahrscheinlich für mich ein bisschen leichter machen. Ich habe einmal die Handbremse, die ich benutzen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen zu schnell in eine Kurve reinfahre oder halt einfach ganz normal zum Entry, dass ich nicht immer reinfliegen muss oder einen Klatsch-Kick machen muss, dass ich einfach mal Handbremse ziehen muss, ein bisschen das Auto ja, arretieren bzw. so hinstellen, wie ich es möchte und ja, dann weiß ich auch immer, dass das zu 100% funktioniert. Und dass ich im Prinzip Handbremse ziehen kann, wenn ich viel zu schnell bin. Dass ich im Prinzip so ein Oh-Shit-Handle habe, dass ich immer dran ziehen kann und weiß, okay, wenn ich zu schnell fahre oder sowas, kann ich damit halt runterbremsen, gleichzeitig noch Fußbremse und dann stehe ich auf jeden Fall oder kann ich mich auf jeden Fall so weit retten, dass ich noch vernünftig driften kann. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr den Daumen hoch geben. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.